So, dann schauen wir jetzt. How Sonic Frontiers brings Sonic into an open world. Developer Interview Summer Game Fest 2022 von, wer war das? GameSpot? Okay, nicht GameStar. Ja, die netten Herren von GameSpot haben auf dem Summer Games Fest die Entwickler von Sonic Frontiers interviewt und gehen so ein bisschen darauf ein, scheinbar, wie Sonic jetzt auf einmal in eine offene Welt gelandet ist. Die sagen es aber sogar Open World und diese Open Zone Scheiße ist dort herrlich. Ja. Das wurde mir kürzlich von meinem guten Kollegen, dem Migi, auch Kaitotaku genannt, zugeschickt. Und ich sollte doch das bitte gucken. Und jetzt sowieso durch Summer Games Fest, was wir da in Gameplay gesehen haben, das hat die Gemeinde, die Sonic-Gemeinde, einfach viel positiver auf dieses Spiel gestimmt. Und ich dachte mir nur so, ja, als hättet ihr das, was ihr da aus dem IGN-Gameplay gesehen habt, nicht erahnen können, was das Spiel eigentlich kann. Vor allem, dass es in 60 FPS läuft, zumindest auf jetzt den Current-Gen-Konsolen und wie es bei Last-Gen aussieht, wieder eine andere Sache. Ja, IGN hat das Spiel für ziemlich viele ziemlich sauer gestimmt, aber Summer Games Fest hat das wohl jetzt echt rumgerissen. Ja? Deswegen schnacken wir nicht noch weiter rum, schauen wir uns direkt an, was die Entwickler zu Sonic Frontiers zu sagen haben. Ui, laut! Haut rein, haut gut rein. Ich will aber, dass ihr die Leute hört. Genau. Honor to meet you, especially after just playing through Sonic Frontiers. Oh, der Glückliche. Ich würde es auch gerne spielen, mal. Behind the camera. I think like the big questions on everyone's mind is like, so what inspired this idea to take Sonic to such a large open world? Like, traditionally Sonic is very like either 2D levels, or if it is 3D, it's a bit more linear in scope. So this feels like a pretty big departure for a Sonic game. Ja, das Ding ist, im Grunde ist Sonic immer linear, war es schon immer, ist es auch immer. Auch wenn wir so etwas offenere Oberwelten in Sonic Adventure haben, die waren im Grunde nichts anderes als eine lineare Levelstruktur so zusammen zu kleistern, dass es in dicken Anführungszeichen Sinn ergibt. Ja, also von dem, was es bei Sonic eigentlich gibt, es war immer sehr linear. はい、そうですね。ソニックはご存知の通り、最初の So yeah, as you did mention, there's in Sonic's history, we've had the 2D side-scrolling gameplay, we've had the 3D more linear format, where you have Sonic starting someplace and going to a goal, kind of on a track. This is going to be kind of the next iteration. This is like the future of Sonic. Is we wanted to make something that really embraced freedom and the freedom to kind of run around wherever you want. And that's what they did with this huge 3D environment, is taking that Sonic platform action into this new 3D environment, the iteration that went into it, the passion that went into it. This is the open zone format that they've created. Sonic has a bit more. Okay, das hört sich irgendwie für mich so an, wie als würden sie darauf, als würden sie das ganz gerne umsetzen wollen, dass diese Richtung, die Sonic Frontiers einschlägt, auch eventuell so ein komplett neuer Standard für Sonic werden könnte, sodass man einfach generell dann zukünftig in den Spielen freier ist und dass diese lineare Levelstruktur aus jetzt Adventure hier oder dem Boost Sonic so ein bisschen nach hinten schieben wollen und jetzt sagen, okay, wir gehen mehr in so eine komplett offene Richtung. Wie das dann in Sachen Handlung ist, könnte kompliziert werden. Und ich bin auch ganz ehrlich, das muss das Team jetzt zeigen, dass es das kann, weil ich vertraue Sonic-Team einfach nicht. Aber okay, cool. Dann hoffe ich natürlich, dass das, was sie mit Sonic Frontiers abliefern, nicht ja auch gut ist und dass das auch ein Format ist, bei dem man gut und gerne bleiben kann. Schauen wir einfach mal. Moves in this game than he does. Was habe ich gesagt, dass es geil ist, obwohl es Müll ist, Enma? I was wondering, like, early on, like, most of the enemies I encountered, I'm like, oh, I can use my homing attack and kind of take them out in one hit, very traditional Sonic. But does combat become a bit more central, more focused, like later on in the game? Does that like play a larger role in the environment in the game that you're going to be doing? そうですね。So yeah, in this open zone format, we have a lot of platforming that people can enjoy, the 3D action platforming. We also have the battle as one of the elements that people can enjoy in the open zone format. And really, we wanted to make sure we're giving the player choice.
So they can choose to, if they just want to do action platforming. Ich glaube, es gibt jetzt schon Regel 34 von diesem Gegner. They can also just run away and they don't have to engage. But if you're into battle and you want to do battle, you can also engage that enemy, defeat that enemy, and then go find new enemies to do battle with. So it's really echt, dass das Kampfsystem encouraging people was to taugt. choose what they want to do and giving them the freedom to go and do what they want to do. But if you do want to engage enemies in battle, we also found, we need a battle system to allow people to engage in the enemies and allow people to kind of figure out how they want to defeat the enemies and how they want to have a fun time with the battle system. Awesome, man. Die Sonic wird zum Saiyan. This choice of whether or not you want to run and platform or fight, like there are like these roadblocks like in the world where it's like, oh, you need this amount of keys or gears to like get past this certain thing. Could someone theoretically like get through the entire game like just doing the combat stuff if they wanted to, or just doing the platforming if they wanted to, or were you gonna have to get like a healthy mixture at some point? So the game design is kind of built with the idea that most people are going to want to do both. They will want to do some platform actioning. They will want to do some battle. So it is constructed in that way, but it is also flexible enough to allow people, if they want to just like, I don't want to do a lot of battle, they can find different ways of getting all the items that they need to get to continue on with the game without engaging in too much battle. And the same with platform action. If they don't want to do too much platform action, there are other ways in the game to collect items that you need to get you to that next stage in order to continue forward with the game. Awesome. Okay, das, was er da erwähnt, das würde ich dann aber ganz gerne dann erstmal in der Praxis sehen. Ich meine, ich bin interessiert an beidem, von daher, ich werde das Spiel wie ein Plattformer spielen und auch dann mich mit dem Kampfsystem auseinandersetzen. Ich werde nicht einfach nur eins machen, aber da würde ich dann ganz gerne erstmal irgendwie analysieren, wie bitte das dann möglich sein soll. And just to clear off everything with the combat, I did notice that there were ways to upgrade like Sonic's attack power and defense, things that haven't really existed in a Sonic game before. So how exactly does that work? Because in previous games, it's like, oh, Sonic gets hit, he loses his rings, you have to collect it again. So what happens if you upgrade your defense in this game? So because battle is one of the three key pillars of the game, we want to make sure if you're having problems with battle, maybe you're getting hit and taking too much damage, or your damage, when you're hitting the enemies, you're not damaging them enough. We want to allow people to kind of upgrade Sonic and change the like parameters of offense Sonic-Spieler halt die Schnauze, ey. In the battle, so it's more suited to your style of doing battle. That is part of making sure the battle system is fun and is something that people can enjoy and experience at the levels or at the skill set and techniques that they have. But we also want to make it easier. Maybe if you're not good at battles in general, other ways of kind of improving Sonic and allowing you to maybe get somewhere that you couldn't get to do before, get the items that you need to get in order to progress. So it's not just you have to battle and here's the ways to battle. The demo that Dave and I played, it gave us Gut, ich kann verstehen, was er sagen will, aber eigentlich ist das, so ein System wurde eingebaut, weil es sich in der aktuellen Gaming-Kultur einfach komplett natürlich anfühlt, dass man, sowas wie ein Skilltree hat und man damit dann halt seinen Charakter verbessert, weil man dann einfach dieses Gefühl von Fortschritt hat. Deswegen, ja, das ist eine Aussage, die er jetzt da treffen konnte, aber im Grunde, für die hätte es sich wahrscheinlich etwas unnatürlich angefühlt, wenn man sowas nicht da eingebracht hätte, weil siehe zum Beispiel da in Zelda BOTW hattest du jetzt auch kein Skilltree nötig, aber hast trotzdem gespürt, wie du vorangekommen bist, wie du besser geworden bist, einfach weil das Equipment, was man sich über die Zeit zusammengesucht hat, einfach immer und immer besser wurde tatsächlich. Und im Hintergrund hat das Spiel so ein bisschen mitgelevelt, sodass die Gegner daran auch angepasst wurden und tatsächlich auch die Waffen und so weiter. Aber das merkt man tatsächlich nicht so sehr wie so ein Skilltree. A very good idea of like what the gameplay for this. Aber ich bin nicht konsequent dagegen. Ich finde, das ist eine Sache, kann man machen, aber ich bin nicht so krass dahinter. Such this large open world does for a narrative, because Sonic's not just going through a level and then having a chance to talk to Tails and Knuckles and Amy for like a cutscene before going on to the next mission. Like, so how does the narrative change or evolve for a game like this? 今回
実はストーリーにも So yeah, we did put a lot of focus on the story and the story presentation. In previous Sonic titles, it was kind of like Eggman does something bad. Oh my gosh, I can't believe this. We gotta go to stop Eggman because he's doing this thing. And it's very like directly presented to you. That's kind of the previous way that Sonic title storytelling kind of took place. And we're changing that format. And we're now putting Sonic on this mysterious island. Who's on this island? What are even the enemies? Are these enemies? I don't know. What am I supposed to do here? How do I save my friend? Like, these are all the mysteries and the questions that we're presenting people that we want them to go out and kind of explore and learn about and have this experience and figure out in the storytelling. Like, we have mysteries. We don't know what's going on. Sonic doesn't know what's going on either. You have to go out and figure this out. And it's this different style of storytelling that is going to be new. I would say even Ja, ich habe da sogar was mitbekommen, so von wegen, dass scheinbar halt auch Eggman in dem Spiel vorhanden sein soll, aber der auch keinen Plan hat, was eigentlich da abgeht. Deswegen, das kann halt radikal eine komplett neue Richtung sein. Dann hoffe ich insgeheim irgendwo auch, dass dieses Spiel dann nicht ein auf hier, hast du nicht gesehen macht. Warte, ich komme jetzt gerade dahinter. Wo irgendwelche Sonic-Spiele, die immer noch versuchen, Eggman irgendwie halbwegs als den Bösewichten darzustellen. Hier habt ihr euren Twist und gut ist. Ja, ich hoffe, dass das hier nicht passiert, dass nicht sich am Ende herausstellt, ja, am Eggman, genau. Am Ende steckte doch Eggman hinter allem, sondern irgendwas Neues dann. even though with this like underlying mystery that's going on, like is it still funny? Like Sonic as a franchise is pretty usually comical in nature. So yeah, if we were to talk about the storytelling for Sonic Frontiers, it's probably not so much comical and probably more mysterious. And I know we have had a lot of comical games in the past, but the mystery is really where they're going for Frontiers. That being said, we have employed Ian Flynn, who is a comic book writer, to write a lot of the dialogue for this game. And Ian Flynn, you know, is great at that Sonic voice, and he's done a great job of writing dialogue that still feels very much like, you know, a kind of a cynical or a kind of snarky comment that Sonic would say. That's definitely in there. So even though the presentation is mysterious, it is still very true to like what a Sonic fan would enjoy and what Sonic fans like about Sonic. Ja, Ian Flynn, der kennt den Charakter. Ian Flynn kennt den Charakter und dem kann man Sonic anvertrauen. Ich war nur nicht so krass gehypt über die Ankündigung, Ian Flynn wirkt bei dem Spiel mit, aus dem ganz einfachen Grund, wenn Sega Sonic Team den halt viel zu viele Festhalten legt, dann kann er halt eben auch nichts machen. Da will ich das erst wirklich in Aktion sehen und wenn ich dann sehe, okay, der hat ordentlich was bei diesem Spiel bewirkt, dann bin ich im Nachhinein super froh, dass sie Ian Flynn an Bord geholt haben. Weil das hat das Potenzial, richtig geil zu werden. Aber die einzigen, die es zerstören würden, wären halt Sega und Sonic Team und nicht Ian Flynn. Da bin ich mir ziemlich sicher. And to continue on for the story, like how much of it is new? Like playing as Sonic, obviously, and we did see a cutscene that had Eggman in it, and then there was a mention of Amy via one of the items. Is that it? Are there new characters for Sonic to meet and interact with? Do we get to see any of the OG cast like making their return in this game? ちょっとストーリーに関してはまだ今あんまり Son, can't say too much about the story. Again, it's mysterious. We don't want to spoil it for you guys. Sehr gut, sehr we don't want gut. to talk too much about that, but we're on a mysterious island. There's going to be mysterious characters, mysterious enemies. Who they are, what are they doing there, what's the end goal, what's Sonic supposed to do about all of this. Those are the things that we want to present to people so they can really enjoy the story and start learning more about all these characters and enemies and what's going on. While you're doing this and trying to figure out... Okay, im Grunde hat er jetzt die Frage nicht so beantwortet. Neue Charaktere wird's geben, aber alles, was ihr da sehen werdet, ist ganz mysteriös. Mysteriös, das ist unser Thema. Ob jetzt irgendwelche von den originellen Sonic-Charakteren zurückkommen, wirklich die ganz klassischen Knuckles, Tails und so weiter, ja, das will er nicht vorwegnehmen. Und ganz ehrlich, bin ich auch froh drüber. Ich erwarte eigentlich schon irgendwie, dass wenn halt schon Eggman gezeigt wurde, so halt auch eben die anderen Sonic-Charaktere irgendwie einen Auftritt kriegen.
Aber Amy wurde ja zum Beispiel nur erwähnt, nicht gezeigt. Vielleicht kann es auch tatsächlich sein, was ich jetzt aber nicht denke, dass die anderen Sonic-Charaktere einfach nur immer erwähnt werden und vielleicht ganz am Ende mal Thema sind. Müssen wir halt mal genau schauen. Ja? Solange ich nicht irgendwie mit so unfassbar vielen Charakteren vollgekleistert werde, so dass ich damit mir, was weiß ich, ein neues Heroes zusammenstellen könnte oder so. Oder Generations 2, dann bin ich ganz zufrieden. Bitte übertreibt sich wieder mit so vielen Figuren. What's going on, there's these like smaller mysteries, these puzzles like throughout the world that you have to solve, and Dave and I, like putting our heads together, solved like the ones in the beginning of the game pretty like easily, but we were wondering like how complex do like these puzzles get? Like, are there any like true like brain scratchers in there that are gonna take fans like a while to like figure out? We really wanted to make sure there are other fun things to do while on the island. So yes, platform actioning is fun, but while you're on the island, there's also these puzzles to do. So for people who want to do that and choose to do that and have a fun time, that's a great way that they can earn rewards and kind of do things on the island that they are having a fun time with. So we do have puzzles on the island for players to engage with and have fun with, but we also don't want to force people to do anything. So if you don't want to do puzzles, you don't have to do puzzles. You can still find other ways of having fun on the island in that open zone and still progressing in the game and progressing the story. To wrap things up, my coworkers would hate me if I didn't ask this question, but this is Sonic. Sonic's got to go fast. Has anyone in the office like tested to see like how long it takes for Sonic to like run from one side of the map like all the way to the other? Like, can you do it like really quickly? This is actually a really great thing that they were testing in development. When they started making this game, everyone was running from start to finish. You know, how quickly can you clear the island from one side to the other? They were constantly testing it because Sonic is such a fast character. When we're building this open zone area, if you're going through it too quick, like that doesn't work for the open zone format. So they'd make the island, they'd run across it. They're like, this is no good, throw it out. We got to make it bigger. We got to make it bigger, even bigger. And they're constantly testing the size of the island and constantly questioning themselves because they have such a fast character and they need to make the open zone format a fun playground to play in. That was always what development was, iterating on and making sure, is the island too big? It's really not big enough is what they kept figuring out. And they had to keep expanding so they could make that open zone format. Awesome. Das habe ich wirklich schon irgendwie erwartet, weil die Frage, die habe ich mich auch sehr schnell gestellt. Ihr habt eine riesige, große, offene Welt. Wie lange dauert es da von A nach B zu rennen? Und wenn ihr zum Beispiel bei Zelda BOTW zu Fuß unterwegs seid und ihr rennt da meinetwegen von Südosten nach Nordwesten, dann seid ihr zu Fuß auch gut mal ein Stündchen, sogar 2 unterwegs. Also da, man ist gut beschäftigt, sagen wir es mal so. Und wenn ich halt mit Sonic von A nach B, also halt von dem, sagen wir mal, wieder hier Südosten nach Nordwesten in 1 bis 2 Minuten komme, dann fühlt sich diese Welt wirklich am Ende des Tages nicht groß an. Auch wenn sie auf dem Papier halt wirklich gigantisch ist und in der Praxis auch. Das ist nun mal das Ding. Sonic ist so ein schneller Charakter, man muss so eine große offene Welt halt wirklich, wirklich groß machen. Aber dann musst du dir auch wieder so designen, dass du nicht die ganze Zeit komplett offene, freie Flächen hast, wo einfach nichts passiert. Es muss immer irgendwas geben, weil sonst ist deine Welt halt im Grunde nichts als ein... kennt ihr diese bedruckten Spielteppiche? Oder weniger bedruckt, aber ihr wisst schon, diese Stadtspielteppiche mit den Straßen drauf, da habt ihr Feuerwehr und so weiter und so weiter. Ja, das wäre halt im Grunde das, ihr rennt nur auf dem Spielteppich herum. Das wäre es ja auch nicht das Wahre. Von daher, gut, dass sie das so energisch im Auge behalten. Mal schauen, was hinterher die Sonic-Gemeinde dann dazu sagt, wie das umgesetzt wurde. Weil weil Sonic so ein schneller Charakter ist, kann das immer noch total in die Hose gehen. Egal wie vorsichtig man die Sache angeht, weil ich denke, weil es ist die Sonic-Gemeinde, das sieht wieder jeder anders. Thank you for taking the time to talk to me today and answer all of my questions.
Yeah, for all of you watching at home, keep it here at GameSpot. We got plenty more content for Summer Game Fest on the horizon. Talk to you later. Oh. Es wird schon angemerkt, dieser Klick-Sound, immer wenn man die Kamera justiert, der könnte einen echt auf den Sack gehen. Oh, hoppala. Auf jeden Fall, was ich jetzt dazu hinzuzufügen habe, ist, das war wirklich ein nettes Interview, hat so ein bisschen Einsicht gegeben, wie sie im Design vom Spiel vorangehen. Tatsächlich aber keine so große Überraschung. Wir haben ja schon gehört, die wollen es halt sehr mysteriös halten. Wir haben auch schon so ein bisschen was mitbekommen, wie sie eigentlich die Handlung erzählen wollen. Und dass sie auch sehr halt auf Freiheit gehen. Das hat im Grunde dieses Interview nur sehr unterstrichen. Dass man aber versucht, so viel Freiheit zu geben, dass man fast nur eine von so 3 Sachen machen kann. Hier entweder Plattforming, Kämpfen oder Puzzle. Das ist schon beachtlich, das würde ich aber da schon ganz gerne erstmal in der Praxis sehen, bevor ich dazu dann irgendwas sage, weil ganz ehrlich, wie soll man einen Endboss dann ohne Kämpfen groß besiegen und zwar nur mit Puzzle lösen? Wenn der Endboss zum Beispiel komplett drauf aufgebaut ist, dass man den schlägt oder dass man dann irgendwie, dass der versucht zu fliehen und man mit Plattforming hinter den her muss. Also ich denke, man kann sich nicht komplett auf eine einzige Sache fokussieren. Sodass man so ein bisschen dazu hingeleitet wird, einen gesunden Mix aus allen zu machen, aber ich denke so für den eigentlichen Spielfortschritt, dass man so halbwegs zum Ende kommt, da wird man mal immer wieder in alle Richtungen so ein bisschen gelockt, gelenkt, aber man kann sich im Grunde, glaube ich, auf eine Sache dann so ein bisschen mehr versteifen, wenn man will. Aber ey, dass sie so auf Freiheit da aus sind, das gefällt mir sehr gut. Aber die für mich so persönlich wichtigste Nachricht ist, dass sie immer wieder überprüfen, so wie groß ist die Insel jetzt im Verhältnis zu Sonics Geschwindigkeit. Das ist eine wirklich, ich würde sogar sagen, für die offene Welt in dem Spiel eigentlich die allerwichtigste Sache, dass die im Auge behalten, dass die Größe für Sonic stimmt. Weil ist es, denke ich mal, richtig schwer auszubalancieren, weil du so einen schnellen Charakter hast, welcher halt von allem, was wir bisher in offenen Welten gesehen haben, ziemlich viele Normen bricht, weil dieses Tempo, das hast du hier jetzt, sagen wir mal so, direkt aus der Box raus, nicht unbedingt mit jedem Charakter, ne? Aber schönes Interview, hat mir gefallen, ein paar interessante Einblicke, das auf jeden Fall.